Hinas Kette halten. Once we get back, if we'd never left the pier, everything would be different. Hina. Oh, ich bin ein bisschen fertig. Oh. Ein bisschen die Tränchen. Ein bisschen Tepri. Hina ist weg. Feiergewalt ist weg und Tiana liegt. Ja, steht Gefahr, zerstört zu werden. Alte Ruinen, ja geil. Warte, geh nicht gleich weg, bitte hör dir an, was ich zu sagen habe. Mein Name ist Fuyu und mich haben schon immer alte Zivilisationen interessiert, die vor langer Zeit unsere Welt besiedelt haben sollen. Darum habe ich beschlossen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und bin Geschichtsforscher geworden. Nun versuche ich, die architektonischen Vermächtnisse dieser alten Zivilisation aufzuspüren. Nichts würde ich lieber tun, sie alle persönlich zu erkunden. Aber dafür müsste ich eigentlich die ganze Welt bereisen und das wiederum würde bedeuten, dass ich mich mit jeder Menge hungriger Monster anlegen müsste. Und ich bin einfach kein Kämpfer. Hier siehst du diese Narben, die sind ein Andenken an meinen ersten Versuch, im Alleingang die Welt zu bereisen. Aber du bist ein erfahrener Wanderer, oder? Das sehe ich auf den ersten Blick. Würdest du für mich losziehen und die Ruinen meiner Lieblingszivilisation ausfindig machen? Meinen Nachforschungen zufolge gibt es insgesamt 8 Stück und sie liegen überall auf der Welt verstreut. Wenn du schaffst, sie alle zu finden, werde ich dich reich belohnen. Ich habe so einige gefunden, würde ich sagen. Den genauen Stand konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Aber findest du sie sicher? Ich glaube an dich. Reise durch die Welt, finde 8 Ruinen der alten Zivilisation. Da kennen wir ja so einige. Wir gehen dahin mal hin, zum Bootsteg. Weil eigentlich sollen ja auch noch 2 weitere Geweihte kommen. Ach, hier wollen wir hin. If only I didn't have this stupid power. If only... If only someone else had been chosen as the Soul Guard. Hina, I'm so sorry. There you are, Val. Hard to find a prettier view than the ocean. Calming, too. Feels like your heart naturally matches the rhythm of the waves. I'd find Morley out here when I first took him in. He wasn't used to city life, but he liked the sea. He did, huh? Back then, Morley felt responsible for the fall of Aetern. So much guilt for such a small boy. You probably see what I'm trying to get at here. When it got really bad, I would give Morley things to do. Odd jobs, errands, you name it. Whether it was helping with some of the younger children or traveling with me to distant markets, I put him to work. Even introduced him to Milpa. Anything to give him a sense of community. I wanted Morley to learn more about himself and find a path of his own. It won't be easy, but you can't let this terrible accident close off your emotions. Sure, you could try to forget all about Hina, your powers, and the part you played in this tragedy, but it would solve nothing. You need to find the courage to face what happened, to face what's in your own heart. My heart? That's why fighting prowess is only a small part of what you need to become a Soul Guard. What matters most is your heart. And the will to carry on, for the sake of a bright future. Although, it's not my place to force Mew into a mission Mew can't stomach anymore. I suppose if Muir out of commission, then the Alms will just have to find their own way. By themselves, all on their lonesome. Of course, the road to the Mana Tree is full of monsters and inhospitable terrain, so a Soul Guard would be useful. But Morley and the others can hold their own against all those ferocious enemies. Probably. Probably? What are you talking about? Karina? This pilgrimage is doomed from the start without our Soul Guard. So Hina's core stone was stolen. So what? We're just gonna have to steal it back. Without you and Hina's help,
I never would have gotten this far in the first place. I won't abandon you both now. Don't forget, you're not just our soul guard, Val. You're our friend and companion. This isn't a journey you have to complete alone. We're in this together. Precisely. I would wish for none other than you to bid us a fond farewell at the end of our arduous adventure. Please, find it within yourself to continue this campaign with the rest of us. Thank you. All of you. I shouldn't be asking any favors, but Eoren has Hina's core stone, and I want to get it back. Will you help me? Before we set out, Hina and I decided that if Oren's plan was a bust, we'd like to see this pilgrimage through to the end. It may only be a small piece of her, but I want to bring Hina's core stone to the mana tree in her stead. An entity's core stone is its elementary essence. If we convey Hina's to the mana tree, we may stave off greater tragedy. You're forgetting that we have no idea where Oren's gone. He could be anywhere in the world by now. He said something about an Elusia Isle, I think. Didn't you say Elusia Isle? Perhaps luck is on our side today. Elusia is the self-same island where the mana tree grows. You're already on your way. As I recall, first we must scale the Dede Cliffs. I have visited the Vigilant Beast Watch who guard the bluff. It was terrifyingly tall. Climb the cliffs? Don't be silly. You can use the Jack Seed, just like all the other alms. Eine Jackbohne erhalten. This special seed can swiftly grow a huge vine, big enough to scale the cliff. It saved the convoys a lot of time and effort on previous pilgrimages. Then what are we standing around here for? Let's go find that lowlife Eoren and get Hina's core stone back. The sooner we recover her core stone, the sooner we can continue our campaign to the mana tree and prevent any potential disasters. What about the alms of light and darkness? None have been named yet, but when they are, I'll send word that they are awaited here in the capital. You can come back and fetch them. Once we're done in Elusia, we'll make sure to come back. It's not that far. As long as I've got Hina's core stone, I can fulfill my duty as the Soul Guard and safely escort all the alms to the mana tree. Looks like we're headed to Elusia Isle. Hina, I'll try my best. I'm certain that Hina wasn't the only alm sent on this pilgrimage with misgivings in their heart. The burden is heavy, to be sure. Now it's up to Val and the others to shoulder that burden and carry on. If only there was something else to ease their load. Wait! What is it, Father? My 9 lives flashed before my eyes. I almost sent you all on your way without a proper introduction to my emporium. Ich höre. Your trip will only get tougher from here on out. Make sure you're good and ready before you leave. Karina, Morley und Palmina haben sich der Gruppe angeschlossen. Woo, woo. Yeah. Cool, man. Die von Niccolo geleitete Tauschbörse ist eine gute Anlaufstelle, um Gegenstände loszuwerden, die du nicht mehr gebrauchen kannst. Tausche sie an der Tauschbörse gegen andere nützliche Dinge ein, bevor sie an deiner Tasche zu Staubfänger bekommen. Du kannst nun in die Krämerladen Seelenkristalle gegen Fähigkeitssamen eintauschen. Durch verschiedene Kombinationen von Seelenkristallen erhältst du unterschiedliche Fähigkeitssamen. Je mehr Seelenkristalle du von besiegten Monstern sammelst, desto größer wird die Auswahl an Fähigkeitssamen, die du eintauschen kannst. Okay. Might as well make the best of this situation, I guess. Ich würde mich gern erst umschauen. Was haben wir denn da Schönes? Da haben wir ein Bild von Undine.
Finden wir hier irgendwelche Sachen, die uns ein bisschen an irgendwas anderes erinnern? Eine Eule! Oh, guck mal, wie süß! Cute! Nein, es ist eine ganz normale Eule, wie wir sie kennen. Was haben wir denn da? Hier sind wieder ganz viele Spinnen. Ich suche irgendwelche Hinweise. Hier ist auch nur eine Spinne. Ein Mümmler. Vogelpuschel, wie man es gerne nehmen möchte. Ah, Engelskelche. Ich hätte ja gern sowas wie... Weiß ich nicht. Hm. Hübsch. Ach, hier wären so Easter Eggs einfach geil gewesen. Hätte man machen können. Huch. Was ist denn da oben? Ganz komische Pflanze. Okay, dann gucken wir uns doch mal an, was hier denn noch... Oh, wir können es kaufen. Okay. Nikotale 1. Lebensrune haben wir schon. Ich habe jetzt einfach mal alles neu gestartet gehabt. Und habe die ganzen Fähigkeitsrunen geschafft, die ich brauche. Hallo, du bist da oben. Okay. Jetzt habe ich wieder alles. Repina fürs Erste, I guess. Da kommt bestimmt noch was. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass sie aufgestockt haben. Ihre Sachen. Hallo, es wird zufällig jetzt was für nein. Für Panina hat er nichts. Hat er nicht. Überhaupt nicht. Arvid's pasture supplies food to the whole world. Weizen! Its vast, lush fields are abundantly fertile. Though peaceful now, in the past, people fought over this very land. Arvid's war, right? I remember Hina reading historical accounts, and... Hina was quite the ravenous reader, was she not? Weideland von Arvid? Maybe? Ich hab's nicht raushören können. As far as the eye can see, huh? A familiar sight. It reminds me of Milpa's ranch. Imagine having to plow this whole pasture. The caretakers here rely on the capital and the blessings of the spirits to cultivate their crops. Eoren turned out to be the king of Wieso redet ihr jetzt? I had wanted to thank him for his help in Rada. Redet ruhig weiter. Ich kann das bestimmt lesen. Kino! Du geile Sau! Okay. Kennt Carina Eoren? Sind wir dem begegnet, als Carina schon im Team war? So, when exactly did that Arvid's pasture war happen? Historical volumes have Na, been laut Geschichtsbüchern schon vor lange der Gründung Listanas. Okay, krass. Hard to imagine fighting over such a bountiful meadow. Greed is a scary thing. Das ist wirklich sehr hübsch. Aber je weitläufiger so ein Gebiet ist, desto eher weiß ich nicht, wo ich hinrennen soll. Ich gehe eigentlich immer systematisch vor. In dem Fall jetzt gerade nicht. Weil ich irgendwas entdeckt habe auf der Map. Map heißt Karte. Die Kürbisecke kommt mir bekannt vor. Die sieht ein bisschen aus wie die Ecke aus Legend of Mana. Kannst du Val und Hina ihn schon länger? Val and Hina met him after they set out from Tiamnia. From what I was able to glean, he's not a merchant. Eoren took advantage. Ja, rede ruhig weiter. He's a coward and a cheat. Oh, Halloween-Kürbis. Guck mal, Lavendel. Oh. Grizzly! Fun to be around when he's mopey, but I don't know what to say either. My suggestion is to allow him some space, Karina. He's trying, but it takes time to get your thoughts in order after such loss. Respond when he initiates conversation, and just be there for him. Got some syrup. Also ich finde ja, so wie wir gerade reden,
uns wieder sehr motiviert. Also wir haben ein neues Ziel, wir können Hina hoffentlich retten. Und ich glaube, das motiviert ihn. Was ihn traurig macht, ist, Hina ist gar nicht da. Ja, es gibt ja... Oh, shit! Oh, shit! Bin ich dumm! Fliehen! Fliehen! Ihr seid ja Stufe sonst was! Oh mein Gott! Habe ich nicht gesehen. Sag mal, Vel, du bist ein bisschen tot, ne? Ich habe nur die Monster gesehen und dachte mir, ja, ja, wird schon. Gott, bitte nicht nochmal. Ich darf da einfach durch. Verdammt. This looks like the wrong way. Precisely, Karina. In order to get to the Dede Cliffs, we should go south. Das sind Let's auch turn Klippen. around. Okay. Ich darf doch noch nicht hin. Wow, man könnte ja meinen, hier wäre was, ne? Are you worried about me? Thanks, buddy. Oh, I ja. didn't mean to upset you. I'll be okay. Kennen wir dich nicht? Lass mal da runter, bitte. Ackerbau ist harte Arbeit. Ich bin sehr stolz darauf, dass meine Getreide in alle Welt exportiert wird und so viele Leute als Grundnahrungsmittel dient. Du guckst aber gerade auf Lavendel. Mein Getreide ist da hinten. Da hinten? Yelena, why do you switch to masculine clothes when you're incognito? Because compared to my usual outfits, they are completely opposite. You can dress a queen up, but you can't Achso, take ja, her ich könnte jetzt wieder hochgehen, will ich aber anywhere. nicht. That royalness just can't be contained. It's easy to change clothes, but mannerisms... Natürlich ist hier eine Ruine. Warte, was? Das scheint die Ruine im Weideland von Arvet zu sein. Arvet. Wieso sockelst du dich jetzt ab? Hallo? Das habe ich dir nicht erlaubt. Total. Und hier sind auch Ruinen. Die können wir eigentlich auch mal abklappern. Das scheint die Ruine von Brittatal zu sein. Was? Echt? Die kannte ich ja noch nicht. Gut, weiter geht's. Tod Lydias. Hallo? Was wollt ihr? Okay. Sieh dir diesen Fang an. So viel Fisch hatte ich schon lange nicht mehr im Netz. Und ich weiß auch schon, was ich damit kochen werde. Einen traditionellen Lydiania Meeresfrüchte-Eintopf. Allerdings fehlt es mir dafür noch an frischen Kräutern und Gemüse. Sagst du hättest nicht so wenig Zeit, die übrigen Zutaten für mich zu organisieren? Es fehlt auch nicht mehr viel. Eigentlich nur noch frische Pfeffersilie vom Casvia-Plateau, ein Torhaver Bohne und den Weideland von Arvet und Trio-Spargel aus dem Brittatal. Echt jetzt? So gut zu Fuß, wie du aussiehst, hast du sicher im Nu alles erledigt. Sag Bescheid, wenn du alle Zutaten beisammen hast. Really? Also wirklich? Guten Tag. Hey. Ich bin Schneiderin und wurde soeben damit beauftragt, ein Kleid aus Bienenherrenflügeln zu nähen. Ja, du hast richtig gehört. Ihre Flügel kann man als Stoff verwenden. Sie sind wunderbar weich und doch robust genug, um sich mit Nadel und Faden zu vernähen. Nur habe ich gerade keine da. Könntest du mir ein paar Bienenherrenflügel vorbeibringen, wenn du welche findest? Ja, ich reiße den raus. Kein Zweifel, das muss ein Zeichen und Dienst sein. Kann ich dir helfen? Ah, diese Flasche. Ich weiß auch nicht so genau, woher die kommt. Mein Sohn sagt, die lag plötzlich bei ihm im Boot. Die wird sie wohl in seinem Netz verfangen haben. Wir Lydias glauben, dass alles, was das Meer uns schenkt, ein Geschenk und Dienst ist. Folglich behandeln wir alles, was aus dem Meer kommt, mit Respekt. Ich war gerade dabei, herauszufinden, was es mit dieser Flasche auf sich hat. Sieh mal an, da ist ein Zettel drin. Willst du mit mir zusammenlesen? Na gut, dann komm näher. Mal sehen. Das sieht aus wie ein Brief. Na, da bin ich aber mal gespannt. Lieber Finder, ich bin leider sehr krank. Ich darf nie mit den anderen Kindern draußen spielen und bin immer allein mit Mama zu Hause. Aber heute nehme ich all meinen Mut zusammen und schreibe dir diesen Brief. Wer auch immer du bist, möchtest du vielleicht mein Freund sein? Ach je, das sieht mir nach der Handschrift einer kleinen Mädchen aus. Ich bezweifle, dass die Kleine einen alten Knacker wie mich zum Freund haben will. Dann wiederum, Freund ist Freund, egal wie alt. Und Undina hat die Flasche sicher nicht umsonst bis zu mir getragen, nicht wahr? Also gut, ich werde ihr einen Brief schreiben und ihr sagen, dass wir gerne Freunde sein können.
Das sollte genügen. Kannst du diese Forscher zum Strand im Brittertal bringen und sie dort ins Wasser werfen? Werf sie doch da ins Wasser. Sorry. Hier in der Bucht würde sie nur wieder zurück ans Ufer gespült. Ach, danke. Danke für die Erklärung. Ah, von da reinschmeißen. Okay. Entweder da reinschmeißen oder was aufheben. Secured. Rio-Spargel. Ach so. Dann werfen wir das mal weg. Tschüss. Ich habe sie weggeworfen. Gut, erstatte Bericht. Oh, echt jetzt? Naja, ist ja nicht weit weg, ne? Man kommt ja noch ganz schnell wieder dorthin. But some grizzly syrup. Zack. Was haben wir hier? Take this. Bohne. Mhm. Das war's hier. Also gehen wir jetzt... Wir gehen jetzt weiter. There is much about the world that Ich I verfolge do not jetzt die yet Quest know. weiter. Ach so, wir brauchen ja noch die von den Bienenherren. Wir brauchen ja noch die Flügel. Hallo. Ich brauche eure Flügel. Denn ihr beflügelt mich. Plopp. Und weiter geht's.